Wenn man einen Freizeitpark hat, der nicht viel Platz hat, was macht man dann? Richtig, man baut ganz viele Achterbahnen da rein, aber die würden theoretisch nicht passen. Was macht man dann? Ja, man verknotet die alle miteinander. Und dann kommen sehr kuriose, sehr coole Konstruktionen dabei raus. Und über diese sprechen wir heute, denn heute reden wir über alle Achterbahnen von Grönerlund. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin und einem neuen Video meinerseits, und heute reden wir über alle Achterbahnen von Grönerlund. Grönerlund ist ein sehr, sehr, sehr geiler Freizeitpark. Absurd, einer der besten Parks, die wir hier besucht haben, und einer der kuriosesten Parks, die ihr jemals besuchen werden könnt. Oder so ähnlich. Aber wir machen das jetzt Step by Step, reden über alle Bahnen heute, aber vorher kurz abgeholt, was ist Grönerlund? Und das ist ein klassischer Tivoli-Freizeitpark, den es seit 1883 gibt. Also damit gute 100 Jahre nach den USA gegründet. Weißt du, wenn ein Freizeitpark fast so alt ist wie ein ganzes Land. Also Grönerlund, traditionsreicher Freizeitpark im Herzen von Stockholm in Schweden und ein sogenannter Tivoli-Park, hat einige Besonderheiten. Vor allem steht Grönerlund auch für Kultur und Konzerte und hat halt Live-Entertainment auf einer zentralen Bühne im Park, und die ist inkludiert im normalen Tageseintritt. Und kann sein, wenn ihr Grönerlund besucht, dass an dem Tag einfach ein Konzert ist, und wir hatten 2016 zum Beispiel das Glück, dass an dem Tag, wo wir Grönerlund besucht haben, die Dropkick Murphys da gespielt haben. Wie geil ist das bitte? Aber es gab auch schon Konzerte von Jimi Hendrix, Bob Marley oder Lady Gaga in Grönerlund. Was würdet ihr euch wünschen? Wer sollte bei euch auf der Bühne stehen, wenn ihr Grönerlund besucht? Was wäre da euer Favorite? Das würde mich auf jeden Fall mehr interessieren. Und ich sag's euch, was wirklich absurd ist, da spielt dann eine geile Band, die Crowd steht davor und feiert, und dann auf einmal kommt so ein Suspended Coaster und fährt über die Köpfe hinweg. Das kann man sich nicht vorstellen. Der Park befindet sich direkt am Wasser, historischer Flair durch und durch, aber moderne, krasse Fahrgeschäfte befinden sich dort, und alles ist gestapelt und ineinander gebaut und miteinander verwoben. Das ist so cool einfach. Und es gibt halt vielfältige Attraktionen, die teilweise einmalig präsentiert sind. Heutige Betreiber von Grönerlund ist die Freizeitparkgruppe bzw. Kette Parks and Resorts Scandinavia, zu denen zum Beispiel nicht nur Grönerlund gehört, sondern auch Freizeitparks wie das Skara Sommerland, Forovik oder auch der Tierfreizeitpark Kolmarden. Und Grönerlund, über das wir heute sprechen, hat Stand 2025 7 Achterbahnen in Betrieb. 7 Achterbahnen haben Grönerlund inzwischen auch schon verlassen, seitdem es den Park gibt. Die älteste Bahn, also die als erstes Mal irgendwann eröffnet wurde, kam übrigens 1931 in den Park. Heute noch im Park stehend, also SBNO eigentlich, aber schon ausgelistet, weil sie jetzt bald wegkommt, ist Jetline. Jetline hatte einen Unfall, und danach hat man sich entschlossen, diese Achterbahn aus dem Park zu streichen und zu entfernen wahrscheinlich. Das ist ein bisschen schwierig, denn vor allem Jetline ist mit sehr vielen anderen Achterbahnen und Attraktionen verwoben und miteinander verknotet, und das da rauszubekommen ist jetzt nicht so einfach. Und damit starten wir auch quasi in die erste Bahn, über die wir heute sprechen, die nämlich komplett in Jetline reingebaut wurde. Also das ist wirklich das Spannendste. Wie sieht dann die Zukunft aus? Es gibt schon Pläne für die Zukunft, aber wie wird es dann für uns alle irgendwann aussehen? Mit Wildermusen. Denn Wildermusen ist komplett in Jetline reingeknotet und fährt eigentlich im Infield dieser anderen Achterbahn. Wildermusen ist, by the way, keine wilde Maus, auch wenn der Name das erstmal sagt, aber vom Typ her ist das ein sogenannter Bobsled Coaster. Und Bobsled Coaster sind auch ähnlich zu wilden Mäusen. Es gibt diese typischen Mauskurven, und es gibt ein Einzelfahrzeug, wo 2 Personen nebeneinander in 2 Reihen hintereinander sitzen. Aber es ist halt ein Bobsled Coaster, der auch eigentlich überwiegend durch andere Layouts besticht als nur Mauskurven abfahren, und kommt vom deutschen Hersteller Gerstlauer Amusement Rides. Wildermusen in Grönerlund wurde 2003 eröffnet und schlängelt sich, wie gesagt, komplett durch Jetline mit einer Höhe von 21 Metern, 430 Metern Streckenlänge und 55 km/h. Eine absolut familientaugliche Achterbahn, und war bei unserem letzten Besuch jetzt vor kurzem wirklich sehr beliebt. Und wir mussten ein bisschen warten, obwohl Wildermusen 800 Personen pro Stunde wegfährt.
Investiert hat Gröner-Lund für diese Bahn 30 Millionen schwedische Kronen, was ungefähr 2,7 Millionen Euro sind. Sehr starkes Layout, vor allem am Anfang nach dem Kettenlift, beziehungsweise, das muss man auch noch erwähnen, vorm Kettenlift gibt es so eine geile Panoramakurve. Man hat die Station im Inneren eines Gebäudes und dann gibt es aus der Station die Ausfahrt und die geht einmal draußen quasi über den Weg und dann fährt man wieder rein, mehr oder weniger, auf den Kettenlift, der einen dann auf den höchsten Punkt bringt und danach kommen halt sehr coole S-Kurven-Kombinationen, das gefällt mir sehr gut. Dann gibt es ein bisschen Mauskurven, finde ich jetzt nicht so toll. Ein paar Airtime-Hügel, ein paar Mauskurven, eine Helix und dann war es das Ganze quasi auch schon. Aber coole Bahn, macht richtig Spaß, ist ja auch damit bewiesen, dass die Bahn ziemlich beliebt ist und gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Bobsled Coaster zu 99% immer eine 10 von 10 oder eine 5 von 5 oder ein sehr gut oder was auch immer. Also Wildermusen unbedingt mitnehmen, wenn ihr da seid. Ebenfalls von Jetline umrahmt und auch da eingewoben ein wenig ist Twister. Twister kam 2011 und ist eine Holzachterbahn. Und jetzt denkt ihr auch schon, ach du heiliger Strohsack, da passt doch nichts hin, jetzt bauen die eine Holzachterbahn. Um ein bisschen Platz zu sparen, ist es keine richtige Holzachterbahn, sondern ein Hybrid-Coaster. Aber ihr habt die Schiene wie bei einer Holzachterbahn, aber das ganze Konstrukt unten drunter ist aus Stahl. Sieht optisch aus wie eine Holzachterbahn, was natürlich bei so einem Park am Wasser passt. Das ist einfach so das klassische Ding, das gehört dahin, das muss da sein. Und ja, braucht nur nicht so viel Platz, wie wenn man das aus Holz bauen würde. Ist auch gar nicht so ungewöhnlich, war 2011 bei der Öffnung auch nicht so ungewöhnlich und wird sehr oft so gemacht, vor allem bei diesem Hersteller. Und zwar ist es die Gravity Group bzw. Gravity Craft Corporation, die diese Achterbahn hier installiert haben. Twister hat auch zwei Züge, die sogenannten Timberliner-Züge der Gravity Group. Finde ich nicht so geil. Die sind sehr laut, haben nicht so geile Bügel. Sehen so lala aus, eigentlich sehen die immer gleich aus, ab und zu wird dann ein bisschen GFK angerührt und man macht so ein bisschen ein anderes Frontcar. Grundsätzlich ist der Stil schon irgendwie cool und anders, weil halt so ein bisschen offener und man sieht die Technik so ein bisschen, aber muss man auch mögen. Und mit diesen zwei Zügen fahren die 720 Personen in der Stunde weg, hat sich Gröner-Lund aber auch 60 Millionen Kronen kosten lassen, was 5,4 Millionen Euro ungefähr sind. Dafür gibt es aber eine Achterbahn, die bis zu 15,5 Meter hoch ist, 470,6 Meter lang und da durchbrattert mit 61,2 km/h Spitzengeschwindigkeit. Super eng, super verworren, gar nicht so das typische Holzachterbahn-Layout, ein Twisted Layout, aber ja, man fährt so um Ecken. Man fährt keine Kurven, man fährt Ecken. Aber das zackig. Das ist schon cool und eine sehr besondere Bahn, die echt Bock macht. First Drop und erste Airtime-Hügel am Wasser entlang ist auch noch so ein bisschen klassische Holzachterbahn, aber danach wird es halt sehr, ja, zackig, sage ich mal. Und halt wirklich Twister eine sehr besondere Bahn, wie eigentlich alle Bahnen da. Mehr oder weniger. Und bei weniger sind wir nämlich jetzt. Tuf Tuf Target ist nämlich eine kleine Bahn, übersetzt Choo-Choo-Zug, die 2010 nach Gröner-Lund kam, von der Firma Zamperla, eine Minimaus. Und das ist ein Standard 0815 Achterbahn. Die Rollercoaster Database listet 14 Bahnen davon. Ich glaube 12 davon sind irgendwie in Betrieb oder so. 2,4 Meter hoch, 80 Meter lang, 7,2 km/h Spitzengeschwindigkeit. Kriegt man für 300.000 Euro, ist eine kleine Achterbahn. Für die Einsteiger, muss in einem Park sein, gehört für mich in so einem Park dazu, ist für den einen oder anderen dann nochmal ein Count, den man mehr mitnehmen kann und steht da jetzt nicht groß störend in der Ecke und kann man fahren, ist eine Achterbahn, fertig. Nicht viel größer, nicht viel spektakulärer, aber irgendwie wichtiger und um Welten besser sind meiner Meinung nach die Small Tivoli von der Firma Cira Rides aus Deutschland. Und da hat man 1976 bereits zugeschlagen und die Marienkäferbahn sich in den Park gestellt mit einem Small Tivoli von Cira. Michael Pigan oder so ähnlich heißt diese Bahn, die 3,3 Meter hoch ist, 60,2 Meter lang und 26 km/h Spitzengeschwindigkeit auf die Strecke bringt und damit sogar 600 Personen in der Stunde wegfahren kann, theoretisch. Absoluter Klassiker, passt zum Thema. Die Dinger heißen Tivoli und das steht jetzt in dem Tivoli, also was willst du noch mehr? Und wie ihr in unserem Vlog gesehen habt, gibt es da direkt noch eine Theke dran, wo man dann als Elternteil entspannt warten kann, bis die wilden Rabauken fertig sind mit dem Fahren auf der Achterbahn, die auch natürlich ein paar Runden mehr fährt.
Klassiker, coole Bahn, mag ich. Erzähl das keinem bei Six Flags, da darfst du sowas als Erwachsener nicht fahren, weil dir ja die Knie wehtun. Die neueste Achterbahn in Grönerlund ist Monster. Und dazu gab es auch ein Einzelreview, das verlinke ich euch gerne hier oben. 2021 eröffnet ein B&M Inverted Coaster. Inverted Coaster von B&M sind solche Achterbahnen wie zum Beispiel Black Mamba im Phantasialand, falls euch das erstmal nichts sagt. Und die haben echt geschafft, so ein Teil da rein zu fummeln und zu kloppen und zu prügeln. Station wurde einfach mal vergraben, weil kein Platz, dann verbuddeln wir den ganzen Quatsch einfach und dann lass den Zug rausfahren und dann kann er seine Achterbahnstrecke fahren. Und die haben 2017 mit der Planung angefangen und 2021 das Ding eröffnet. Dazu, wie gesagt, mehr in dem Einzelreview. Es gibt hier 34 Meter Höhe, die sorgen dafür, dass wir 90 km/h Spitzengeschwindigkeit erreichen und die haben es geschafft, 700 Meter Strecke da rein zu knüppeln mit 3 Inversionen und da fahren sogar 2 Züge drauf. Es gibt 2 Zero-G-Rolls und einen Corkscrew. Mega gut. Und ich bin kein Fan von B&M Inverted Coaster, aber Monster ist eine Weltklasse-Achterbahn und einer der besten Inverted Coaster der Welt überhaupt, die es gibt. Und das so klein und kompakt, aber ey, der First Drop da Richtung Wasser und ums Eck und weiß ich nicht, die Story dahinter, das ganze Erscheinungsbild und die Fahreigenschaften sind grandios. Alles in allem ist Monster wirklich eine wunderbare Achterbahn, die mir sehr, sehr, sehr gut gefällt und sich sehr gut macht im Park. Tolle Bahn, gerne mehr. Und es gibt mehr Achterbahnen, wo man unter der Schiene hängt und die Beine unten rumbaumeln und das sogar in Grönerlund. Denn man hat 2007 bereits ein Vekoma SFC, ein Suspended Family Coaster installiert mit Quasten. Quasten heißt Besen und das ist ein Hexenbesen und wir gehen in ein Hexenhäuschen. Coole Safety-Videos und ein nettes kleines Hexenhäuschen, in dem wir uns befinden und dann in diese Bahn einsteigen. Witzigerweise ist Quasten ein Standard SFC von Vekoma, den es 8-mal gibt. Zum Beispiel habt ihr die schon bei uns am Kanal gesehen, im Funspot America in Orlando oder auch im Paultons Park in England oder was ihr jetzt nur in den News bei uns gesehen habt, was aber neu dieses Jahr eröffnet hat, ist zum Beispiel im Hossoland in Polen auch einer von diesen Coastern. Und coole Bahn, macht Spaß, ey, die Fahreigenschaften von diesen neuen Suspended, das ist neu in Anführungsstrichen, die gibt es ja jetzt auch schon zig Jahre, Suspended Family Coaster von Vekoma. Nice, geiles Ding, geile Bahn, Quasten, top. Fällt so in diesem Setting und mit dem ganzen Drumherum und auch weil das Ding halt einmal quer durch eine Holzachterbahn fährt, gar nicht auf, dass das ein Standard-Coaster ist, sondern wirkt auch nochmal, ja, special. Und sehr special ist auch Insane. Und Insane steht auch mitten im Park, braucht gar nicht viel Platz, ist ein kleiner Footprint. Und dort befindet sich von Intermini Amusement Rides aus Liechtenstein ein Zigzag Coaster. Davon gibt es weltweit aktuell 3 Stück. Viel mehr als 5 gab es weltweit noch nie. Angeblich ist in China gerade einer im Bau. Auf jeden Fall kam 2009 Insane nach Grönerlund. Und das ist eine Achterbahn. Links und rechts hängt man neben der Schiene. 2 Personen nebeneinander und das Rücken an Rücken mit weiteren 2. Und das auf einer Murmelbahn erstmal frei drehend seitlich davon und das Ding fährt dann kopfüber, mehr oder weniger. Man selber fährt noch mehr kopfüber und das frei drehend und wirklich frei drehend und super intensiv und nicht wie bei den S&S Freespin irgendwie durch Magneten getriggert, jo, jetzt dreh dich endlich mal, sondern Alter, da ist was los, da ist noch Party, da boxt der Papst in Kettenhemd, so ein Zigzag-Coaster, vor allem Insane, da musst du wirklich was mitbringen. Das ist kein Zuckerschlecken, auch wenn die Bahn nur 33 Meter hoch und 247 Meter lang ist und läppige 55 km/h Spitzengeschwindigkeit erreicht. Da hältst du dich mit beiden Patschhändchen aber fest und sowas von, weil anders überlebst du das gefühlt nicht. Und nichtsdestotrotz ist das eine der beliebtesten Bahnen im Park, wo morgens direkt alle hinströmen. Wir hatten 2016 bei der On-Ride-Tour auch morgens ERT auf Twister und Jetline. Beides im 2-Zug-Betrieb, ein bisschen viel für 50 Leute. Und danach wurden wir nach Insane geschickt und es wurde gesagt, ey, stellt euch bei Insane an, die machen jetzt gleich um 10 auf. Bevor alle in den Park kommen, seid ihr schon mal drin, dann habt ihr eine der ersten Fahrten, weil die kommen jetzt gleich alle. Und so war es dann auch. Insane, auf jeden Fall krass, heftig, außergewöhnlich, intensiv, heftig und muss man schon machen. Das ist so, das ist das Limit und das hat doch schon Werner Stengel vor 100 Jahren gesagt.
die Grenze des Machbaren ist der Mensch und Insane ist eine der Grenzen, die es so gibt. Es gibt ein paar Grenzen in ein paar Richtungen. Insane ist eine Grenze, die es gibt, was man so machen kann. Aber alles in allem sehr nice, das Achterbahn-Portfolio in Gröner Lund. Irgendwie fehlt es jetzt noch an einem Launch Coaster, den du einmal quer durch den ganzen Park schießen kannst. Da brauchst du noch weniger Platz oder so, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Was fehlt eurer Meinung nach noch in Gröner Lund? Was müssten die noch bauen? Was gehört da auf jeden Fall noch hin? Und wenn ihr euch fragt, wie sieht Gröner Lund denn sonst noch aus? Wie haben die das gemacht? Weil es gibt ja so Geschichten, dass man, um Twister zu bauen, erst die Geisterbahn abgebaut hat, Twister gebaut hat, die Geisterbahn wieder aufgebaut hat und dann ist alles miteinander verwoben und verworren und es gibt zig Türme und andere kuriose Sachen. Wenn ihr das wissen wollt, checkt hier unseren Vlog zu Gröner Lund, guckt da gerne mal rein und dann nehmen wir euch mit durch den ganzen Park und unseren Tag mit von Frühstück bis Abendessen seid ihr dabei und jeden Tag um 18 Uhr seid ihr auch dabei und beim Abonnieren solltet ihr jetzt auch noch dabei sein, weil das kostet euch nichts, hilft mir aber ungemein weiter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bis morgen 18 Uhr zum nächsten Video.